Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich die schlesische Weihnachtsweißwurst mal ganz anders interpretiere. Schlesische Weißwurst gab und gibt es bei uns immer in der Weihnachtszeit und sie gehört für mich zu dieser Zeit wie der Lebkuchen und der Christbaum. Sie hat einen ganz eigenen Geschmack und sehr gut passt dazu Roggenbrot, Sauerkraut und natürlich die Lebkuchentunke. Wie ich das alles mache, zeige ich in diesem Video. Man hat aber nicht immer Zeit und Lust, eine Lebkuchentunke zu machen, deswegen habe ich mal eine ganz neue Zusammenstellung, die die Kombination süß, sauer, salzig, scharf aber beibehält. Also los geht's. Zunächst fange ich mit der Soße an, da sie eine Weile simmern muss. In einen kleinen Topf wird pro Person ein guter Esslöffel Hagebuttenkonfitüre gegeben. Dazu kommt pro Person ein Esslöffel Apfelessig und 2 Esslöffel Wasser sowie Salz und Pfeffer. Alles wird zum Kochen gebracht und ca. 15 Minuten simmern gelassen, damit der Essig seine Bissigkeit verliert und die Soße auch wieder etwas eindicken kann. In dieser Zeit werden je nach Größe 1 oder 2 Äpfel geschält, geviertelt, entkernt und dann die Viertel nochmal halbiert, sodass man mundgerechte Stücke bekommt. Da Apfel schnell oxidiert, also braun wird, wird er sofort in etwas Butter angebraten, auch wenn er noch nicht sofort benötigt wird. Er wird vorsichtig gewendet und dann zur Seite gestellt. Ein paar Salatblätter werden wie gezeigt etwas rechts von der Mitte des Tellers zu einem kleinen Bouquet arrangiert. Jetzt zeige ich auch noch, wie ich eine Vinaigrette, also eine einfache Essigsoße für den Salat mache. Ich mache immer gleich eine größere Menge, die sich im Kühlschrank problemlos hält, sodass man sie immer gleich zur Hand hat. In ein Glas gebe ich 2 Teelöffel Senf, hier jeweils mittelscharfen und groben Senf. Dazu kommen 2 Teelöffel Apfelessig und 5 bis 6 Teelöffel Olivenöl oder einfaches Salatöl. Es wird gesalzen und gepfeffert, Deckel drauf und das Glas wird kräftig geschüttelt, wobei der Deckel gut festsitzen sollte. Die Soße wird erst kurz vor dem Servieren über den Salat gegeben. Die schlesische Weißwurst wird aus dem Darm in diese ovalen Formen gedrückt, die auf einem Stück Backpapier stehen. Die Innenseite der Form sollte vorher allerdings gebuttert werden, damit die Füllung nicht daran haften bleibt. Man kann natürlich auch runde Servierringe nehmen. Ein Ei wird aufgeschlagen und sofort verkleppert. Das ist einfacher, als wenn die Milch dabei ist. Das Ei wiegt hier 57 Gramm und es wird, so mehr oder weniger, die gleiche Menge Milch zum Ei gegeben. Alles wird verrührt. Hier habe ich 2 Scheiben Rosinenbrot. Wie ich das mache, zeige ich in diesem Video. Das Brot ist altbacken, lag also einen Tag draußen, ist aber nicht vollständig trocken. Ich habe es rund ausgestochen. Die Hagebuttensoße ist mittlerweile einreduziert. Wenn man sie probiert, sollte sie jetzt nicht mehr zu scharf nach Essig schmecken. Sie wird zur Seite gestellt. Alle Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Jetzt kann das Essen zubereitet werden. Das Brot wird in die Eiermilch gegeben und vorsichtig gewendet oder mit Eiermilch begossen, damit es sich mit Flüssigkeit vollsaugen kann. Eine Pfanne wird erhitzt und zum Anbraten des Wurstbräts Butter hineingegeben. Das Papier unter den Ringen wird zur Seite weggeschoben und der Servierring in die Pfanne gesetzt. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Eine weitere Pfanne wird mit Butter zum Anbraten der Brotscheiben erhitzt. Hier kann man sehen, dass sich weniger Flüssigkeit auf dem Teller befindet als noch eben. Das Brot hat sich inzwischen damit vollgesogen.
Um zu testen, ob die Pfanne heiß genug ist, gibt man einfach ein paar Tropfen der Eiermilch in das Fett. Wenn sie wie hier anfängt sofort zu brutzeln, ist es heiß genug. Wenn die Flüssigkeit einfach nur zerläuft, muss man noch ein bisschen warten und es erneut probieren. So, die Wurst ist mittlerweile angebraten, beziehungsweise die eine Seite, und kann gewendet werden. Die Ringe werden vorher aber entfernt. Vorsicht, sie sind heiß. Das Brot kann gewendet werden. Und jetzt können auch die Äpfel wieder erwärmt werden und die Soße muss wieder erhitzt werden. Hier kann man sehen, dass sie etwas dick geworden ist. Wenn man sie in dieser Konsistenz über das Essen gäbe, würde sie nicht so schön zerlaufen. Also kommt noch ein Esslöffel Wasser dazu. Sie wird auch von alleine warm. Jetzt kann ich also anrichten. Zunächst wird der Salat mit einem Teelöffel der Vinaigrette beträufelt. Sie muss vorher aber nochmal durchgerührt werden. Links neben den Salat gibt man das mittlerweile fertig gebackene Brot. Darauf kommt die gebratene Weißwurstfüllung. Darauf bzw. daneben kommen die Apfelspalten. Und zu guter Letzt wird die Soße darauf verteilt. Jetzt kann gegessen werden. Dieses Essen ist wirklich unbeschreiblich lecker. Das Brät der Weißwurst hat diesen unglaublich feinen Geschmack, der sehr gut zu dem Geschmack des weichen Brotes passt. Dazu kommt die süße und etwas scharfe Komponente der Soße und das fruchtige Aroma der Äpfel. Der Salat gleicht die Süße durch die Vinaigrette wieder aus, indem etwas herzhaft Säuerliches dazukommt. Vielleicht probiert ihr dieses Rezept ja einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Schlesische Weißwurst und der arme Ritter. Für 2 Personen. Eine schlesische Weißwurst ungebrüht. 2 Scheiben Rosinenbrot. Ein Ei. Milch gleich schwer wie das Ei. 1 bis 2 Äpfel je nach Größe. Soße 2 gute Esslöffel Hagebuttenkonfitüre, 2 Esslöffel Apfelessig, 4 Esslöffel Wasser, Salz und Pfeffer. Etwas grüner Salat. Vinaigrette 1 Teelöffel Senf, halb grob, halb fein, 1 Teelöffel Essig, 3 Teelöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit! Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Und vielleicht gefallen euch ja auch noch diese Videos.